Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ihr seht schon ein bisschen an der Lichtsituation. Ich bin heute wieder unterwegs und habe mir ein schönes Plätzchen für ein Sonnenuntergangsfoto rausgesucht. Für einen Sonnenuntergang benutze ich ja in der Landschaftsfotografie immer einen Verlaufsfilter. Hier das System von Case. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass mich viele von euch gefragt haben in den Kommentaren und auch schon per Mails, was macht Sinn, welchen Filter sollte ich mir als erstes kaufen, welche unterschiedlichen Filter gibt es überhaupt und welchen Verlaufsplattenfilter setze ich wann ein. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe meine Filter alle einstecken, mache ich euch ein kurzes Video. Welche Filter gibt es, welche sollte man sich am Anfang vielleicht kaufen und für welchen Einsatzzweck sind die dann auch geeignet. Grundlegend ist es so, wenn ihr euch ein Filtersystem, ein Steckfiltersystem zulegt, dann müsst ihr natürlich überlegen, welche Filter braucht man dafür wirklich. Denn so ein Steckfiltersystem, die Filterplatten dafür, wenn ihr ein bisschen was Hochwertiges nehmt aus optischem Glas, dann legt ihr schnell mal pro Filter um die 150, 180 Euro. Und da sollte man schon überlegen, was brauche ich denn wirklich zum Fotografieren. Der Klassiker unter den Verlaufsfiltern, unter den Platten-Einsteckfiltern, finde ich, ist ein softer Verlaufsfilter. So einen habe ich jetzt hier auch drin. Ich nehme euch den mal raus, dann zeige ich es mal. Softer Verlaufsfilter deshalb, weil der Verlauf, der ND-Verlauf, der obere Teil ist ja bedampft und damit abgedunkelt. Und der Verlauf in dem Bereich nach unten, wo das Glas quasi durchsichtig ist, wo ihr keine Beeinflussung mehr auf eurem Foto habt, der ist soft. Das heißt, ich habe einen weichen Übergang hier in meinen Bereich, in dem das Foto abgedunkelt wird. Das ist hier der obere Bereich. Der softe Verlaufsfilter eignet sich eigentlich ziemlich universell. Den könnt ihr nehmen an der Ostsee, da nehme ich ihn. Ihr könnt ihn nehmen, so wie ich es jetzt hier habe, wenn ihr zum Beispiel Bäume im Hintergrund habt, das heißt, euer Horizont ist nicht ganz gerade, dann eignet sich hier immer ein softer Verlaufsfilter. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo man zum Beispiel sagt, Mensch, ich bin zum Beispiel oft an der Ostsee, ich bin an einem See und da habe ich einen Horizont, der ist wirklich spiegelglatt, nicht spiegelglatt, der ist völlig gerade. Mein Horizont ist gerade und da gibt es noch eine zweite Art von Filter und zwar ist das ein harter Verlaufsfilter. Ein harter Verlaufsfilter, wie softer Verlaufsfilter, sagt es eigentlich schon der Name. Und zwar ist da der Übergang von der bedampften Fläche im oberen Teil zur nicht bedampften Fläche, quasi der transparenten Fläche, der ist hart. Das seht ihr hier. Dann habt ihr hier einen ziemlich kurzen Bereich, in dem hier der Übergang ist von der Abdunklung, die ihr dann nutzen könnt für euer Foto im oberen Bereich und dem Bereich hier auf dieser Filterplatte, wo ihr keine Bedampfung habt. Das heißt, so ein Verlaufsfilter, einen harten Verlaufsfilter, der eignet sich immer, wo ihr einen glatten Horizont habt. Denn hier habt ihr die beste Funktion von so einem harten Verlaufsfilter. Kann man super nehmen, wenn ihr zum Beispiel ständig an der Ostsee seid, dann eignet der sich sogar noch ein bisschen besser als der softe Verlaufsfilter. Denn beim soften Verlaufsfilter habt ihr natürlich immer so einen kleinen, noch so einen kleinen Übergang über dem Wasser. Den muss man vielleicht nachher nochmal in Lightroom nacharbeiten. Hier ist es nicht der Fall. Wenn ihr einen harten Verlaufsfilter habt und ihr habt einen schönen geraden Horizont, dann eignet sich ein harter Verlaufsfilter. Und zu guter Letzt gibt es noch einen dritten Filter, den möchte ich euch auch zeigen. Und der eignet sich meiner Ansicht nach am allerbesten für Sonnenuntergangsfotos. Auch wenn ihr einen geraden Horizont habt. Zum Beispiel verwende ich den immer gerne an der Ostsee. Denn dort Horizont gerade. Und wenn dann die Sonne so kurz vorm Eintauchen in die Ostsee ist, dann eignet sich für eine richtige Belichtung ein Reverse-Filter. Reverse, auch hier sagt es der Name, ihr seht es schon, wenn ich euch das mal hochzeige hier, dann haben wir hier einen Übergang, der ist auch ziemlich hart, also quasi auch ein stronger Übergang und dann läuft aber die Bedampfung nach oben hin aus. Und das ist es, was sich natürlich gut für Sonnenuntergänge eignet. Denn die Sonne befindet sich dann hier in dem Bereich und nach oben hin möchtet ihr ja dann Details aus dem Himmel wieder haben, also Wolkenzeichnung etc. Und damit der obere Teil dann nicht abgedunkelt ist durch euren ND-Verlaufsfilter, gibt es quasi diese Bedampfung als Reverse, das heißt verkehrt herum. Und so ein Filter, Reverse-Filter, eignet sich eigentlich aus meiner Sicht immer am besten, wenn ihr zum Beispiel an der Ostsee seid und so Fotos macht, wo die Sonne ganz kurz vorm Eintauchen ins Wasser ist, denn damit erzielt ihr hier die allerbesten Ergebnisse. Und das waren sie auch eigentlich schon. Die drei, finde ich, wichtigsten Verlaufsfilter, über die ihr mal nachdenken solltet, wenn ihr mit der Fotografie, Landschaftsfotografie mit entsprechenden Verlaufs- und Plattenfiltern beginnt.
Alle Filter gibt es natürlich in unterschiedlichen Stärken. Das heißt, sie sind unterschiedlich stark bedampft. Das gibt zum Beispiel 0,9er oder 1,2er. Je höher die Zahl, je dichter ist die Bedampfung und je mehr Abdunklung bekommt ihr im oberen Bereich eures Fotos. Die Angaben können sich, auch wenn es eigentlich nicht sein sollte, von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterscheiden. Aber im Endeffekt könnt ihr das ja mit eurer Kamera in der manuellen Einstellung auch entsprechend dann regulieren. Könnt ihr euch aber merken, je mehr der Filter natürlich bedampft ist, desto mehr kriegt ihr den oberen Teil, den Himmel. Ich sehe gerade hier eine mega Wolkenzeichnung, ich muss auch gleich noch ein Foto machen. Dann seht ihr, bekommt ihr den Himmel, also je höher die Zahl, desto besser bekommt ihr den Himmel abgedunkelt. Und desto heller ist dann auch der vordere Bereich in eurem Foto. Tja, das soll es eigentlich gewesen sein. Als kurzes Video mal, welche Filter gibt es? Die 3 sind eigentlich bei mir auch die gängigsten. Ich habe sie in verschiedenen Stärken, aber einen soften Verlaufsfilter könnt ihr auf jeden Fall nutzen. Dann einen Strong, wenn ihr wirklich viel an der Ostsee zum Beispiel seid, dann habt ihr einen geraden Horizont, dann könnt ihr hier einen harten Verlaufsfilter nehmen und dann kriegt ihr schöne Ergebnisse. Und wenn ihr viel Sonnenuntergang fotografiert, also wo die Sonne wirklich kurz davor ist einzutauchen ins Wasser, dann könnt ihr einen Reverse nehmen. Müsst ihr selber mal probieren, aber das sind so die 3, von denen ich sagen würde, die muss man sich so, oder sollte man, müssen tut ihr gar nichts, aber die sollte man sich so im Laufe der Zeit zulegen. Wenn ihr anfangt, nehmt einfach einen soften Verlaufsfilter, nehmt einen 0,9er soften Verlaufsfilter, da könnt ihr nichts mit verkehrt machen, da könnt ihr schon super Fotos mitmachen. Vielleicht habt ihr ja selber jetzt solche solche Plattenfilter, dann schreibt mir doch gerne mal, von welchem Hersteller habt ihr sie und welche Art des Filters nutzt ihr. Habt ihr einen soften Verlaufsfilter, einen harten Verlaufsfilter, nutzt ihr einen Reverse-Filter und in welcher Situation nutzt ihr sie? Nutzt ihr sie im Wasser, nutzt ihr sie in den Bergen? Lasst mir dazu mal gerne einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch mein Video gefallen hat, dann fürs Video gerne einen Daumen hoch und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr noch kein Abo bei mir dagelassen habt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.